Hallo zusammen, ich werde euch heute zeigen, wie man dieses Schlangenarmband machen kann, und zwar den hier links. Ihr könnt natürlich eure Farben selbst auswählen. Ihr könnt es zum Beispiel auch so machen, dass ihr den unteren Teil von der Schlange in einer komplett anderen Farbe machen könnt. Insgesamt braucht ihr um die 200 Gummiringe, es kommt auch etwas drauf an, wie lange ihr die Schlange machen wollt. Ihr könnt euren Rahmen in egal welcher Zusammenstellung benutzen, solange ihr hier diesen einen Part unten frei habt, da wir die Schlange später hier unten rausziehen werden. Wir werden hier die 5 Stifte benutzen und fangen dann auch schon mit der ersten Farbe an, und zwar Rot, und wir fangen beim Kopf an, also setzen wir einen einzelnen roten Gummiring auf den ersten freien Stift mit einer Kreuzung auf den zweiten. Und dann vom zweiten auf den dritten mit einer Kreuzung, und hier geht's dann zu dem Stift hier in der Mitte und so weiter, bis wir die 5 Stifte bedeckt haben. In der nächsten Reihe werden wir hier rechts die Stifte mit einzelnen Ringen bedecken, diesmal ohne Kreuzung. Dann werden wir auch schon die Augen schnell hinzufügen. Dafür nehmen wir einen schwarzen einzelnen Ring, wickeln ihn 4-mal um die Nadel und das auch für das andere Auge. Einen schwarzen Ring 4-mal um die Nadel wickeln. Dann einen roten Ring nehmen und das eine Auge da drauf ziehen. Und dann fügen wir das hier auf die 2 Stifte drauf. Und dann setzen wir hier noch einen normalen Ring drauf und schließen die Reihe dann mit dem nächsten Auge. Also den schwarzen Ring hier wieder auf den roten Ring draufziehen. Und dann hier auf die 2 Stifte setzen. Wir haben jetzt also 2 Reihen gemacht. Das ist hier die erste Reihe und das die zweite Reihe. Wir werden als nächstes hier die unteren Ringe über die Stifte ziehen in Richtung Mitte. So geht's dann die Reihe weiter, bis alle unteren Ringe über die Stifte gezogen wurden. In der dritten Reihe werden wir dann alle 5 Stifte mit einzelnen schwarzen Ringen bedecken. Dann wieder wie eben davor die unteren Ringe über die Stifte in Richtung Mitte ziehen. Alles runterdrücken. In den nächsten 2 Reihen werden wir Weiß benutzen, also erstmal alle Stifte mit Weiß bedecken. Und dann die unteren Ringe über die weißen ziehen. Die nächste Reihe wird genauso gemacht. Ich spule hier schnell vor. In der nächsten Reihe nehmen wir wieder Schwarz und die Farben wiederholen sich immer so, erstmal Schwarz, dann Weiß, Weiß und Schwarz. Wir hatten eben also 2 weiße Reihen und jetzt kommt dann wieder Schwarz. Damit bedecken wir alle 5 Stifte und anschließend wieder die unteren Ringe drüber ziehen.
Nach jeder Reihe drücken wir die Ringe etwas nach unten, damit wir Platz für die nächsten Ringe haben. Nachdem wir schwarz, weiß, weiß, schwarz hatten, dann kommt wieder rot. Also die Reihe komplett mit Rot bedecken. Also die Reihe komplett mit Rot bedecken und anschließend wie immer die unteren Ringe über die Stifte ziehen. Die nächste Reihe wiederholt sich, auch mit Rot, also spule ich vor. Und wenn ihr nochmal auf Nummer sicher gehen wollt, dann könnt ihr nach jeder Reihe nachschauen, ob ihr auch 2 Ringe auf jedem Stift übrig habt. Hier auf der anderen Seite könnt ihr die Ringe, die schon gemacht wurden, etwas rausziehen, damit sich da nicht alles zwischen den Stiften anstaut und ihr Platz habt für die kommenden Reihen. Nach den 2 roten Reihen kommt noch eine dritte rote Reihe, die wird genauso gemacht. Dann werden wir wieder schwarz, weiß, weiß, schwarz machen. Also erstmal die schwarze Reihe, alle Stifte damit bedecken. Und dann die Ringe über die Stifte ziehen. Jetzt weiß, alle Ringe damit bedecken. Und dann alle unteren Ringe rüberbringen. Jetzt werden wir die Stifte reduzieren von 5 Stiften auf 4 Ringen, da die Schlange nach dem Kopf etwas enger sein soll. Also könnt ihr egal welchen Stift auswählen, ich werde den hier nehmen. Ziehe dann den ersten weißen Ring hier runter und setze den Ring auf den Stift hier der am nächsten liegt. Und ich zeige euch hier nochmal nur so zur Info, das Ende von dem Ring, den ich gerade draufgesetzt habe, geht eigentlich zu dem hier unten. Aber ich werde den nicht dort zurücksetzen, sondern auf den anderen Stift. Dann nehmen wir den nächsten Ring runter und da der eine zu dem geht, werde ich den anderen zu dem anderen Stift dazu machen. Als nächstes kommt dann wieder Weiß, wie gesagt, Schwarz, Weiß, Weiß, Schwarz. Und Schwarz und Weiß wurden schon gemacht, also die 4 Ringe dann mit weißen Ringen bedecken. Dann die unteren Ringe wieder rüberziehen. Manche Stifte werden jetzt einen Ring mehr haben, der rübergezogen wird, da wir die Ringe vom einem Stift verteilt haben. Einfach als Tipp, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie viele rüberkommen, macht es immer so, dass am Ende 2 Ringe auf jedem Stift übrig bleiben. Dann die Reihe noch fertig machen. Dann machen wir als nächstes die letzte schwarze Reihe, also alle mit Schwarz bedecken. Und dann am Ende die unteren Ringe über die Stifte ziehen. Und jetzt kommen wieder 3 Reihen mit Rot, also alle Stifte mit Rot bedecken und dann die unteren rüberziehen.
So, hier kommt die zweite Reihe und das insgesamt 3 Reihen lang mit roten Ringen. Nach den 3 roten Reihen kommen dann wieder die Reihen schwarz, weiß, weiß, schwarz. Also hier mit schwarz bedecken. Dann 2 Reihen mit weiß. Hier spule ich dann wieder vor. Und dann wieder eine schwarze Reihe. Ihr könnt also hier, wenn ihr die Schlangen in anderen Farben macht, ja auch wie bei dem hier zum Beispiel machen, dass die untere Seite, wo sozusagen der Bauch von der Schlange liegt, in einer anderen Farbe gemacht wird. Dann wieder 3 Reihen in Rot machen. Da werde ich wieder vorspulen, da ihr ja wisst, wie alles verläuft. Jetzt kommt wieder schwarz, weiß, weiß, schwarz. Und immer die Ringe nach jeder Reihe etwas runterdrücken, damit ihr auch seht, welche Ringe rübergezogen werden müssen und ihr nicht durcheinander kommt. Jetzt werden wir wieder 3 Reihen Rot machen und dabei werden wir jetzt auch gleich von 4 Ringen auf 3 Stück reduzieren, da die Schlange ja immer dünner wird. Also nach der ersten roten Reihe wählen wir wieder einen beliebigen Stift, ziehen dort den ersten Ring runter. Wir sehen, dass das eine Ende vom Ring zu dem hier geht, also setzen wir den auf den anderen Stift nebendran. Und dann den zweiten Ring runternehmen und auf den anderen Stift daneben setzen. Jetzt haben wir also 3 Stifte. Da wir die erste rote Reihe schon gemacht haben, kommt jetzt die zweite rote Reihe. Alle 3 bedecken und hier gilt das gleiche wieder vor, die unteren Ringe rüberbringen. Hier unsere letzte rote Reihe. Alle bedecken. Dann die unteren Ringe rüberbringen.
Jetzt kommt wieder schwarz, weiß, weiß, schwarz. Also hier dann die schwarzen drauf und so weiter. Dann wieder unser nächstes Set mit 3 roten Reihen. Und dann jetzt wieder das Set mit den Reihen schwarz, weiß, weiß, schwarz. Dann kommt nochmal unser Set mit 3 Reihen und das ist dann auch unser letztes Set an roten Ringen. Und bald werden wir auch die 3 Stifte auf 2 Stück reduzieren. Jetzt unser Set mit schwarz, weiß, weiß, schwarz. Also hier 3 schwarze drauf. Dann weiß. Und danach können wir auch schon reduzieren. Also jetzt wieder einen beliebigen Stift wählen, davon dann den einen Ring runterziehen, sehen, wo das Ende hingeht. Also setzen wir den auf den anderen Stift nebendran. Und den zweiten Ring dann runternehmen und auf den anderen Stift setzen. Also ein Ende kommt dann hier drauf und das andere auf den Stift. Jetzt habt ihr also auf beiden Stiften jeweils 3 Ringe drauf. Jetzt machen wir noch die zweite weiße Reihe, die als nächstes kommen musste. Jetzt arbeiten wir nur noch mit diesen beiden Stiften hier und bedecken beide Stifte mit 2 einzelnen Ringen auf einmal. Und dann bringen wir die unteren 3 Ringe jeweils über die Stifte und lassen somit 2 Ringe auf jedem Stift übrig. Dann 2 schwarze Ringe auf einmal draufsetzen und die unteren 2 Ringe rüberziehen. Als nächstes werden wir jetzt wieder weiß nehmen, 2 Ringe auf einmal draufsetzen und die unteren rüberziehen. Nochmal 2 weiße Ringe drauf und rüberziehen.
Dann 2 schwarze auf einmal drauf. Und rüberziehen. Und ihr könnt auf jeden Fall enden, wann immer ihr wollt. Ich mache noch 2 Sets, also 2 Reihen mit 2 weißen einzelnen Ringen drauf. Und am Ende dann mit Schwarz. Und jetzt ganz zum Schluss einen schwarzen Ring nehmen, ihn verdoppeln und über die 2 Stifte draufsetzen. Und nochmal hier die unteren rüberbringen. Jetzt werden wir die Ringe von den Stiften auf unsere Nadel setzen und hinten alles rausziehen. Jetzt machen wir hier noch einen Knoten. Dafür einfach die 2 Ringe hier über die anderen 2 durchgehen und dran ziehen. So wie ich es gemacht habe, hat es ungefähr die Länge von meinem Rahmen. Vorne müssen wir jetzt noch den Kopf machen, da hier die roten Ringe an den Seiten in alle Richtungen gehen. Also gehen wir jetzt hier mit der Nadel in ein Zweierset aus 2 roten Ringen durch und gehen so der Reihe nach immer von unten mit der Nadel reinstechen in alle Zweiersets an roten Ringen. Ihr solltet am Ende also 5 Zweiersets auf der Nadel haben. Um das Gesicht zu schließen, können wir dann weiß benutzen. Hier werde ich auch die Augen etwas rausziehen. Ihr könnt das auch später machen, aber ich erleichtere mir hier einfach schon mal die Arbeit. Ihr könnt eigentlich egal welche Farbe benutzen, um das Gesicht vorne zu schließen. Ich habe aber gesehen, dass es eine Milchschlange gibt, die vorne weiß ist. Also nehme ich auch die Farbe Weiß dafür. Also werde ich den weißen Ring nehmen, verdoppeln und anhand der Nadel durch alle roten Ringe ziehen. Dann noch einen schwarzen Ring nehmen oder eben eine Farbe, die ihr für am besten hält. Also hier dann einen einzelnen Ring durch die weißen Ringe auf der Nadel durchziehen. Ich werde diesen schwarzen Ring auch als Zunge benutzen, also könnt ihr wie gesagt auch rot für die Zunge benutzen oder wie ihr es für am schönsten hält. Also hier dann einen Knoten machen, indem wir das eine durchs andere durchziehen. Hier ist also die Zunge. Ihr könnt die Augen dann noch etwas zurechtzupfen und die Schlange etwas dehnen, damit alle Ringe auch am richtigen Platz sitzen.
Ansonsten könnt ihr es entweder so lassen oder auch als Armband benutzen. Dafür legt ihr es einmal ums Handgelenk herum und könnt dann beide Enden mit einem C-Clip zusammenhalten. Das hier ist also eure Milchschlange und das hier ist die Korallenschlange. Ich hoffe, sie gefallen.